Hallo meine Lieben, heute geht es ums Acryllasern und zwar nicht einfach um irgendwas aufzuhübschen, sondern ich wollte mal gucken, was ich alles so für hilfreiche Tools für meine ganzen Bastelprojekte damit machen kann, ja, die mir dann die Arbeit so ein bisschen erleichtern, und da wollte ich euch mit auf den Weg nehmen. Mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Ich werde euch gleich erklären, wie ihr das alles im Creative Space drinne anlegen könnt, damit ihr es so schneiden könnt, aber damit ihr so ein bisschen Kontext habt, was das Ziel des Ganzen ist. Also ich habe hier 3 Varianten an Alben, oder sagen wir es mal so, mit dem schneide ich jeweils dann die Graupappe aus und mit dem das Papier, und wenn die Graupappe ausgeschnitten ist, kann ich das wunderbar auch gleich verwenden, um das zu platzieren und festzukleben, und ich brauche eben nicht zusätzliche Werkzeuge, um hier die Kanten abzuschneiden und so solche Sachen. Das sind die 3 Formate, die ich am häufigsten verwende, A5, A6 und dann 15×15, deshalb habe ich die 3 so angelegt. Dann habe ich hier einfach so zum Spaß, weil ich das, ich nutze es schon sehr gerne auch fürs Kartenbasteln, dass ich einfach mit einem Stift ein Polaroid zeichne und dann reinstemple und das hier unten maskiere, damit der Stempel wirklich im Polaroid drin ist. Deshalb habe ich das hier gemacht. Dann habe ich oder vielleicht auch noch das Papierbasteln. Hier habe ich eine Schablone, die ich jeweils verwende, um Post-its. Ich mache gerne so kleine Büchlein, wo ich einen Post-it-Block reinmache und das dann so verschenke. Und da habe ich dann eben auch die 3 Teile, um das aus der Graupappe auszuschneiden, plus dann eben auch den Rahmen, um das Papier zu schneiden einerseits und die Graupappe wunderbar zu platzieren. Das ist das hier. Dann habe ich hier ganz viele Ecken, die sind teilweise quadratisch. Hier 5, 5, 4, 3, 2. Die obere Reihe sind die quadratischen, das heißt, ich habe von 2×2 cm bis 6×6 cm. Dann habe ich 5×6, 4×5, 3×4 und 3×2 cm, weil das die häufigsten sind, wie ich Ecken abschneide, wenn ich Taschen oder Beutel nähe. Und dann habe ich hier noch dieses Element gemacht. Das ist ganz einfach, wenn ich eben auch nähe, hauptsächlich kann ich hier wunderbar das dann auf die Kante des Stoffes legen und hier eine 2 cm Ecke abschneiden, hier eine 3 cm, hier eine 4 cm und hier eine 5 cm. Das ist was ich unbedingt haben wollte. Und das letzte, das habe ich noch nicht, die Maskierung noch nicht abgenommen, aber hier habe ich ganz viele Kreise und die gehen von 2 cm bis hoch zu 15 cm, welche ich auch super gerne fürs Basteln verwende, und ist halt schön stabil und ich muss es nicht jedes Mal irgendwo einen Gegenstand suchen, der in etwa die Größe hat, sondern ich habe hier jetzt einfach einen ganzen Reifen an Material oder an Schablonen, die ich verwenden kann. Und genau das werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr das anlegen könnt, damit ihr es dann genauso schneiden könnt. Also wir starten hier auch gleich im Creative Space drinne, und ich mache mir kurz eine Form, weil ich habe von der Platte her eine 30×30 cm Platte. Das heißt, ich gebe hier 300 mm Verknüpfung aufheben mal 300 mm. Dann sehe ich auch gleich, dass ich das zur Verfügung habe. Sie kurz flach eben, eigenes Material, wunderbar. Und dann gebe ich hier mal auf Ignorieren. Dann füge ich ein neues Rechteck ein. Und das erste, was ich machen will, ist eine Vorlage quasi für meine Notizbücher, die ich mit Graupappe mache, und die mache ich in der Regel A5 und A6, respektive das sind die ich am häufigsten mache, plus 15×15 cm. Das heißt, wir starten mal mit der A5 und da müssten die Maße sein von der Graupappe in der Breite 14,8, also 148, sorry. Und dann von der Höhe her sind es 210.
das ist die Graupappe. Dann mache ich das hier kurz Command-C, Command-V, um das zu kopieren. Und das zweite ist einfach 2 cm größer. Respektive 2 cm auf allen Seiten, also sind es 4 cm. Also haben wir 40 mm. Da sind wir bei 88 mal 250. Das kann ich schön mittig ausrichten. Dann will ich hier auch gleich die Ecken abschneiden können und dazu gebe ich nochmal ein Rechteck ein. Dann mache ich hier ein bisschen größer, aber die Höhe mache ich 3 mm. Das heißt hier 30. Nee, das waren jetzt. Heute bin ich ein bisschen verwirrt. Das ist noch ein bisschen länger. 60. So, gut. Und dann drehe ich das um 45 Grad. Und lege das hier schön an die Ecke an, die ich habe. Muss ich da kurz ein bisschen reinzoomen. So. Na, dann kann ich das auch ein bisschen besser verschieben. Das heißt, ich will hier, dass es schön an der Ecke liegt, plus aber sich hier mit dem äußeren Bereich überschneidet. Das kopiere ich jetzt noch 3-mal. Das werde ich noch für die anderen Ecken verwenden. Nehme ich hier nochmal ein Rechteck, mache das auch auf 45 Grad und lege das schön an die Linie an, die ich jetzt hatte. Ne? Hier, dass das schön anliegt. So, dann kann ich nämlich dieses Element nehmen und dieses Element hier nehmen und dann sagen, trennen. Ist hier diese Ecke abgeschnitten. Wunderbar. Und genau dasselbe wiederhole ich jetzt auf allen 4 Seiten. Respektive 2 davon müssen auf minus 90 Grad sein. Die kommen dann, es kommt hier, nicht eines löschen und das hier duplizieren, dann ist das gleiche richtig. Dann kann ich das äußere große und das kleine nehmen. Dann sagen bei Überlappung trennen. Und so habe ich schon mein Element, wo ich das Innere, was es ausschneidet, kann ich dann jeweils verwenden, um die Graupappe auszuschneiden. Und außen habe ich dann eben schön auch gleich meine Ecken abgeschnitten, so dass ich das Papier, was ich dann mit dem äußeren Rahmen zuschneiden kann, auch wunderbar auch gleich so verwenden kann, ohne hier einen Eckenabschneider oder irgendwas in dem Stil zu verwenden oder verwenden zu müssen. Und genau gleich, wie ich das jetzt für die A5-Seite gemacht habe, mache ich das jetzt für eine A6-Seite. Und dann werde ich ein neues Blatt verwenden müssen. Gehe kurz rüber, gehe wieder auf diesen Bereich und nehme mir die hier kurz. Ctrl X, Ctrl V. So, und hier das große nehme ich auch kurz, Ctrl C, Ctrl V. Und eben jetzt mache ich dasselbe hier, was ich mit der A5-Seite gemacht habe, mit A6. Und bei A6 sind wir bei von der Höhe her bei 148 und von der Breite her bei 10,5, also 105. Und hier nehme ich 1,5 cm, das heißt, es sind 3 cm. Das heißt, hier sind wir bei hier 35 und hier 78. So, nee, noch nicht ganz. Jetzt sind wir mittig. Und jetzt kann ich das ganze Spielchen auch wieder mit den Ecken machen. Dann haben wir das hier auch für
A6 und ich mache auch gleich noch eine weitere. Und zwar habe ich da jeweils auch ein eben 15 x 15 cm Buch, das ich auch super gerne mache. Das heißt, ich mache das Ganze auch noch mit 15 cm. Dann sind wir hier bei 150. Und das zweite mache ich 190. Auch das wieder ausmitten. Und die Ecken abschneiden. Und wenn ihr jetzt das markiert und das, wovon ihr es ausschneiden wollt, und das hier passiert, dass ihr diese Ecke habt, anstatt dass es umgekehrt ausschneidet, dann liegt es ganz einfach an den Ebenen. Das heißt, ihr müsst hier das Große angucken, dass ihr das ganz nach hinten gebt und dann erst das vordere markieren, dass ihr vom Großen abschneiden wollt. Dann funktioniert das nämlich auch. Ich versuche jetzt quasi hier immer möglichst platzsparend das hinzulegen, damit ich da auch noch andere Sachen aus dieser Acrylscheibe, die 30 x 30 ist, auszuschneiden. Und zwar brauche ich brauche fürs Nähen so Vierecke, damit ich die nicht immer kompliziert ausschneiden muss, sondern ich sage hier einfach mal, ich brauche eine 2 cm x 2 cm, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6. Platzieren die ein bisschen anders, damit die hier ein bisschen mehr Platz haben. Das heißt, hier hatte ich 2 x 2, das heißt, hier will ich 3 x 3. Dann 4 x 4. Dann 5 x 5 und noch 6 x 6. Das sind so die ich am häufigsten verwende als Quadrate. Da habe ich hier eins übrig gelassen, weil ich brauche es nicht immer als Quadrat, sondern auch manchmal, das eine 1 cm kürzer ist als das andere. Und da brauche ich 4. Und zwar 20 cm x 30 cm, dann 30 cm x 40 cm, 40 x 50 und dann 50 x 60. So, das sind die Quadrate, die ich brauche. Platzieren tue ich es nachher noch ein bisschen besser, aber für den Moment lasse ich das kurz so. Dann gehe ich auf den zweiten Arbeitsbereich, wo ich auch noch ein bisschen Platz habe. Und da hätte ich gerne, ich will eins, um die Ecken abzurunden beim Nähen. Und da brauche ich jetzt 4 Vierecke. Die mache ich mal 80 x 80. Und das eben 4-mal. Bei einem sage ich, das soll einen Eckenradius haben von 2 cm. Das zweite soll 3 cm. Sie noch ein bisschen breiter machen. Sorry. Dann haben wir 4 cm, aber das muss ja wahrscheinlich auch ein bisschen größer sein. Und dann noch eins mit 5 cm. Jetzt will ich das natürlich nicht 4-mal, sondern das soll alles ein Element ergeben. Das heißt, ich platziere das einfach so, dass ich die Überlappung habe, aber die abgerundete Ecke hier immer schön frei liegt. Das heißt, das und das. Die beiden hier funktionieren schon mal. Das heißt, die beiden verbinde ich jetzt einfach miteinander.
Weil dann habe ich hier die 40er, hier die 50er. Und jetzt schiebe ich die beiden kurz ein bisschen runter. Und dann nehme ich hier kurz ein Rechteck und schneide einfach die untere Kante ab. Ich nehme mal die beiden hier plus noch ein Rechteck, damit ich hier unten diese Überlappung überbrücken kann. Dann kann man das auch hier auf die richtige Höhe bringen. So, dann kann man die drei hier mal nehmen und die miteinander verschmelzen. Upsi, das war das Falsche. Ich will das und das hier. Das will ich. Jetzt verschmelzen. So. Nehmen wir auch wieder ein Viereck oder ein Rechteck und schneiden von dem hier einfach den oberen Teil weg. So. Und dann überlappen die beiden sich. Und da kann ich die jetzt wieder verschmelzen. Und jetzt habe ich ein Element, wo ich eine 20 cm, eine 30 cm, eine 40 und eine 50 cm Ecke habe. Wunderbar. Kann ich das jeweils verwenden, um bei meinen Taschen oder was auch immer ich nähe, die Ecken abzuschneiden. Haben wir das hier unten hin, weil ich will noch was weiteres. Und zwar fasse ich auch gerne so kleine Post-its in ein kleines Büchlein ein. Und das machen wir auch kurz. Muss ich mir kurz das Post-it ausmessen. Das ist von der Länge und Breite her 7,6 cm und von der Höhe in der Regel so 1 cm. Das heißt, von der Graupappe her hätte ich gerne was ein kleines bisschen größer, das heißt 7,8 cm, also 78 mal 78. Das brauchen wir natürlich zweimal, weil ich habe ja eine Vorder- und eine Rückseite. Plus, ich brauche natürlich in der Mitte auch noch diese Erhöhung. Das sind dann 78 von der Breite her und 1 cm von der Höhe her. So, und dann soll das jeweils einen halben Zentimeter oder 5 mm Platz zwischen dem Element hier und dem nächsten haben. Die drei hier müssen natürlich mittig liegen. Horizontal. Dann gruppiere ich die kurz, damit ich die nicht mehr verschiebe. Dann sehe ich, dass die drei zusammen runde 17,6 cm sind. Macht auch Sinn so. Und das heißt, jetzt, wenn ich da ringsherum 1,5 cm dazugeben will, brauche ich ein Rechteck, was von der Größe her, also die Höhe sind 17,6 plus 3 cm sind 20,6. Und von der Breite her hatten wir 7,8 und das plus 3 sind 10,8. So, dann kann man das auch wieder mittig platzieren hier. Brauchen wir die Streifen hier schon mal nicht mehr. So, und jetzt gleich wie hier will ich natürlich auch die Ecken abschrägen. So, und wenn ich hier jetzt das alles zu einem Element mache, dann habe ich hier wunderbar die Einfassung für mein Büchlein. So,
Das ist das. Das heißt, ich habe jetzt die Vierecke, ich habe die Eckenabrunde, ich habe die 3 Einfassungen plus das für das Post-it. Und was ich jetzt auch noch machen wollte, da brauche ich noch eine 4. Ihr merkt, ich habe einfach ein paar Tools gesammelt, die ich brauche. Und da will ich Kreise drin haben. Wenn ihr die Shift-Taste drückt, dann bekommt ihr schön gleichmäßige Kreise. Und da starte ich jetzt mal innen drin mit einem 2 cm Kreis. Ctrl+C, Ctrl+V. Der wird dann 30. Ctrl+C, Ctrl+V. 40, also ich muss jetzt nicht alles sagen. Ich mache das jetzt hoch bis 15 cm. So, damit ich das natürlich so platzsparend wie möglich habe, bringe ich die horizontal mittig und vertikal mittig. So. Das sind die Kreise, die ich haben will. Und was ich zudem noch haben will, kurz gucken, wo haben wir noch Platz? Da haben wir noch ein bisschen Platz, ist ein Polaroid. Respektive einen Rahmen, wo ich das Polaroid quasi jeweils auf eine Karte einzeichnen kann mit einem Stift, weil ich das super gerne auch mache und dann da quasi das zum Stempeln dann in diesem Bereich auch verwende. Und da hätte ich gerne ein Polaroid, was von der Breite her 7 cm ist. Und dann nehmen wir die Höhe ein bisschen hoch. Moment, kurz Ctrl+C, Ctrl+V. Für das Innenleben muss das 65 x 65 sein. Jetzt sehe ich auch ein bisschen besser, was ich hier mache. Ne, stimmt nicht, 60 x 60, sorry. 1 cm kleiner. Das sollte ich haben. So, das soll das Foto sein, was drinnen Platz hat. Jetzt versuche ich das hier oben mit einem gleichmäßigen Rand zu machen. In etwa. Muss nicht super genau sein. Aber das heißt hier unten, das muss noch ein bisschen größer sein. Damit das wirklich so diesen Polaroid-Effekt hat. So gefällt mir das. Dann kann ich die beiden markieren. Und auch hier sagen, bei Überlappung trennen. So. Das sind alle Elemente, die ich für heute brauche. Oder die ich machen will. Und jetzt werde ich kurz hingehen, die noch ein bisschen besser platzieren, damit ich da möglichst platzsparend lasern kann. So, und dann habe ich tatsächlich hier auch schon bei allen, also die markiert. Und dann habe ich hier schon eine Einstellung gemacht für das Schneiden von Acryl mit dem S1. Das ist bei mir Leistung 70, Geschwindigkeit 5, ein Durchgang. Da müsst ihr natürlich bei euch selber gucken, dass ihr einen Test macht, ein Testraster macht, was bei euch am besten funktioniert. Und den Rahmen hier kann ich eigentlich schon wegnehmen, den brauche ich hier nicht mehr. Und das natürlich bei allen 4, die ich gemacht habe, sollte jetzt alles auf Schneiden stehen. No. Noch das letzte. Auch da steht es auf Schneiden. Und jetzt will ich das Ganze noch ein bisschen beschriften, damit ich dann auch weiß, was es ist. Aber da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil das dauert jetzt ein Momentchen. Ich beschrifte jetzt einfach jedes einzelne Teil und setze das dann natürlich auf Gravur. So, ich habe das alles beschriftet und von den Einstellungen her habe ich es natürlich auf Flächengravur gestellt. Und das habe ich bei Leistung 30, Geschwindigkeit 300, einen Durchgang
und 200 cm oder 200 Linien pro Zentimeter, so wollte ich sagen. Und ich lasere das jeweils mit der Abdeckung auf dem Acryl drauf, ne? Aber auch da müsst ihr natürlich eure eigenen Tests machen. Wie gesagt, einfach alles beschriftet, geguckt, dass ich den Rahmen habe. Das heißt beim A5 einfach, wie groß das Papier ist, dass wenn ich das euch jeweils sage, wo ihr die Vorlage nicht habt, dass ihr wisst, wie groß das Papier hier ringsherum ist. Dann wie die Abdeckung, wenn ich dann alles zusammen gemacht habe, wie die Abdeckung, wie groß die innen ist. Und die Graupappe selber, die ich dann mit diesem Rechteck schneiden werde, dass das 14,29 ist. Ne? Hier einfach die Maße. Das habe ich bei allen drei gemacht und hier bei den Quadraten habe ich quasi einfach immer die Größe aufgeschrieben. Hier zum Beispiel 5 cm mal 6 cm. Das habe ich gemacht. Dann eben hier bei den beiden dasselbe. Beim Post-it habe ich es noch ein bisschen anders. Da habe ich auch das Außenmaß. Plus dann habe ich aber hier auch die Graupappe jeweils beschriftet, damit ich euch das dann sagen kann, wie groß die Maße sind. Und es hilft halt einfach auch, dass man sieht, was alles zusammengehört. Dann hier bei den abgerundeten Ecken, wie groß die Abrundung ist. Das Polaroid einfach beide beschriften, damit ich weiß, dass die zusammengehören. Dann hier dasselbe Album außen, die Graupappe und wie die Abdeckung innen sein wird. Und dann bei den Kreisen habe ich nicht nur geschrieben, wie groß der Außenkreis ist, sondern ich schneide ja die jeweils voneinander aus und deshalb wird das hier nur ein Reif sein und der innere Teil des Reifs ist 14 cm, der äußere 15 cm und deshalb habe ich hier mal hingeschrieben 14 bis 15, 13 bis 14 und wenn ihr, wenn ihr da auf den Text drauf geht, könnt ihr den ja immer auch noch so ein bisschen abrunden. Das habe ich gemacht, dass es einfach bei mir besser dann auf den Reif drauf Platz hat. Genau, das habe ich alles gemacht. Und jetzt kann ich eigentlich hingehen und das alles schneiden. Abstandmessung natürlich müsst ihr machen und dann, ja, das Ganze richtig platzieren im Laser drin. Das mache ich jeweils mit Markierungen. Aber das habe ich euch echt schon so oft in anderen Videos gezeigt. Das zeige ich euch jetzt heute nicht nochmal. Genau. Einfach, wie gesagt, Abstandmessung und dann das richtig platzieren und dann auch schon loslegen mit Lasern. Und wenn ich das habe, bin ich bei euch zurück. Und wenn ihr das Ganze geschnitten habt, könnt ihr hier die Maskierung noch lösen. Sie war ein bisschen gefriemelt, aber ich schneide es trotzdem lieber mit der Maskierung. Bekomme ich meiner Meinung nach ein bisschen die schöneren Ränder nachher. Ihr müsst mir jetzt nicht zugucken, wie ich das runterfriemel. Ich mache jetzt einfach oben und unten natürlich dieses Masking Tape weg. Und hier bei den Zahlen oder bei dem, was ich gelasert habe, löse ich das jeweils einfach mit einem Entgitterungshaken. Geht am einfachsten. So, das mache ich kurz bei den restlichen Ringen noch und dann gucken wir auch schon ein paar erste Beispiele an, was ich oder wie ich die Schablonen dann nutze. So, jetzt die Kreise, die Ecken, das Polaroid und quasi den Eckenabrunder oder um den Stoff quasi in den Ecken rund zu schneiden. Das zeige ich euch jetzt heute nicht speziell. Das kommt bei mir hier, gerade das fürs Nähen, kommt alles in ein Sack rein. Und dann habe ich das immer im Zugriff, wenn ich das brauche. Das Polaroid bleibt tatsächlich bei mir am Arbeitsplatz. Das kommt da quasi, da wo ich die Stifte habe, kommt das da rein. Und das hier packe ich in eine separate Tüte rein. Und die behalte ich dann natürlich auch in der Nähe von meinem Arbeitsplatz, weil ich darauf tendenziell eher öfters zugreifen werde. So ist zumindest die Hoffnung oder die Idee, warum ich das erstellt habe.
wunderbar abgepackt und kann in ein Kistchen, das neben meinem Arbeitsplatz ist. Somit haben wir die 3 Dinge schon mal beiseite gelegt und für die 4 Sachen machen wir tatsächlich heute ein Beispiel, damit ihr seht, wie einfach das funktioniert. Wir gehen vom größten zum kleineren oder zum kleinsten. Das heißt, wir starten hier mit der A5 Seite oder respektive nicht. Ich nehme gleich von allen die Teile, die dafür sind, um die Graupappe auszuschneiden. Und genau damit starte ich auch gleich. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie ich Graupappe schneide. Ich habe hier ganz einfach einen Heavy quasi Rollschneider, den ich auch wirklich nur dafür verwende, um Graupappe zu schneiden. Und jetzt kann ich hier die Graupappe oder das Acryl schön bündig an die Graupappe anlegen. Und dann ganz einfach der Kante entlang vom Acryl das schneiden. 1 und dann brauchen wir natürlich noch ein zweites. Zack. Und so schnell haben wir die beiden geschnitten. Dann das nächste. Ihr seht, schöner, ich brauche noch nicht mal ein Lineal dazu. Ne? Ich kann einfach das Acryl verwenden, um das hier wunderbar zurechtzuschneiden. Ich will jetzt kein zweites solches Platz haben, deshalb nehme ich hier. Reicht es? Doch, sollte knapp reichen. Wunderbar. Hier schon eins. Kriegen wir da noch ein zweites raus? Ja, wunderbar. Dann haben wir die beiden auch schon. Dann brauche ich noch ein zweites viereckiges. Ich gehe da immer zuerst beim ersten Mal so ein bisschen mit weniger Druck drüber. Einfach aus dem Grund, dass ich einfach mal dem die quasi eine Rinne anritzen will. Und dann kann man da ein paar Mal hin und her und hat das wunderbar geschnitten. So, haben wir schon 2. Und dann brauchen wir hier noch, mal gucken, gerade immer so Resten auf, ob da gerade was passt. Dann die beiden plus dann noch so ein kleines. Jetzt natürlich auf die Finger aufpassen, ne? Das war jetzt nicht so richtig gerade. So schnell kann man Graupappe schneiden. Ich bin gerade selber überrascht, aber so ist es. Jetzt habe ich hier ganz eine Menge Papier und das habe ich hier von einem Craft Sensation bei Action. Habe ich den mitgenommen. Weiß man natürlich nie, ob es die noch gibt. Und was machen wir da? Das größte hätte ich gerne in dunkel, würde ich sagen. Das sollten 2 Blätter sein. Wunderbar. So, und jetzt kann ich das hier schön an der Kante anlegen, respektive machen wir es gleich von der Rückseite, weil dann können wir dann auch gleich kleben. Das heißt, ich gucke auf diesen beiden Seiten, dass das wirklich schön abschließt. Nehme ich gleich nochmal diesen Rollschneider und schneide das ganz einfach.
Müsst ihr natürlich nicht jetzt zwingend mit einem Rollschneider machen, sondern das könnt ihr ja auch mit einem Präzisionsmesser machen, oder ihr könnt es natürlich auch einfach zuerst anzeichnen und dann das schneiden, ne? Wie auch immer es für euch am einfachsten geht. Ich muss kurz gucken, dass die Musterung irgendwie ähnlich ist. Ja, machen wir so. Geht natürlich auch immer einfacher, wenn einem dabei nicht auf die Finger geguckt wird. So, das ist das. Dann für das 15 x 15 hätte ich gerne das hier. Dann das A6 machen wir mit dem hier. Da brauche ich sogar nur ein Blatt. Das ist wunderbar. Dann haben wir schon die beiden. Und für das Post-it-Heftchen brauche ich nur eins von diesen. So. Und dann können wir auch schon hingehen und die ganzen Sachen kleben. Das heißt, hier lege ich meine Schablone einfach. Ich mache es jetzt für euch noch gerade, also auf die richtige Seite. Aber spielt eigentlich keine Rolle, weil das sollte ja auf allen 4 Seiten gleich sein. Dann brauche ich hier meine Graupappe. Und dann kann ich das hier wunderbar reinlegen, so dass das schön mittig ist. Schablone wegnehmen. Umdrehen und kurz ein bisschen feststreichen. An Falzkanten ein bisschen helfen, damit sich das Papier schön ringsherum legt. Mal kurz noch die zweite Seite. Ich mache das jetzt kurz mit allen 3 Stück oder mit allen 4 Stück. I see you climbing, been trying to find your way. Let's see you smiling. Since we were stuck in LA, babe, come jump the rooftop and come watch the skyline with me. I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered.
das waren jetzt die beiden ersten. Das mache ich jetzt kurz mit allen und hole euch dann gleich wieder dazu, wenn ich durch bin damit. Ich habe die ganzen Sachen jetzt trotzdem schon eingefasst und ich muss sagen, das hat echt noch nie so schnell funktioniert, wie ich das heute gemacht habe. Das Schöne ist eben, wenn ihr hier so ein bisschen Kleber drauf habt, den könnt ihr wunderbar vom Acryl wegwischen. Das heißt, ne, hier das kleine Büchlein innen eingefasst und so kann ich jetzt hier eben Post-it-Block draufkleben und ich mache das jeweils mit 2 Eyelets, dass ich dann ein Gummiband ringsherum ziehe. Und dann habe ich hier wunderbar so ein kleines quasi Geschenk, was dann jeweils mit anderen Sachen noch zusammenkommt. Aber ich finde es halt einfach so eine witzige kleine Sache. Deshalb wollte ich eben auch die Vorlage haben, damit ich das möglichst schnell, möglichst oft machen kann. Das war das. Dann eben die A6, ne, hat wunderbar funktioniert und so kann ich jetzt mit der Cinch hier eine Bindung dran machen und so quasi mein Notizbuch damit machen, finde ich wirklich Hammer. Und eben das Format mache ich oft, plus eben dann auch die Nummer kleiner, das heißt A6. Ne, das ist dann das Format, wo ich eben dann quasi ein A4 einmal halbiert und dann nochmal halbiert, gibt eine A6. Und ja, dafür sind dann diese hier. Und eben das dritte im Bunde, die 15 x 15 cm, hat auch super funktioniert und da kann ich jetzt auch eine Bindung dran machen, eben natürlich das Papier oder das, was ich da reinmachen will, reinmachen. Und ja, das waren jetzt auch die Ideen, die ich heute mit euch teilen wollte, weil ich euch auch eben zeigen wollte, ja klar kann man schöne Sachen mit dem Laser machen, aber man kann halt einfach auch zweckdienliche Sachen machen. Das heißt Tools, mit denen oder die es mir ermöglichen, etwas schneller, effizienter, besser, einfacher zu machen. Und für mich waren es jetzt diese Sachen, die ich euch heute gezeigt habe, aber je nachdem, was ihr macht, da sind es vielleicht andere Sachen. Ich wollte euch einfach hier die Idee mit auf den Weg geben. Klar wäre schöner mit einem durchsichtigen Acryl, geht halt einfach mit einem Diode-Laser nicht, sondern dann müsst ihr einen CO2-Laser haben, aber man kann es auch mit schwarzem Acryl machen, geht auch, ne? Jo, ich hoffe, das hat euch so eine kleine Inspiration gegeben, dass ihr das selber auch ausprobieren wollt, dass euch das Video gefallen hat, es hilfreich für euch war und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!